Hallo, heute haben wir die Aufgabenstellung, wie kennzeichne ich an einem Kontakt oder an einem Unternehmen eine Rechnungs- und oder eine Lieferadresse? Wie setze ich das in meinem HubSpot-System um? Für die Lösung von unserer Fragestellung machen wir uns zunutze, dass wir einen Kontakt, in unserem Beispiel den Hans Glück, verbinden können mit zwei oder mehr Unternehmen. Das heißt, ein Kontakt kann bei mehreren Unternehmen zugeordnet sein. In diesem Falle haben wir die Stadtwerke Wedel aus unserem Beispiel und die Kombibad Wedel GmbH. Die beiden gehören zusammen, sind aber in unterschiedlichen Orten. Die eine ist in der Stadt Wedel und der andere Ort ist in der Stadt Bad Wedel, weil es ja das Kombibad ist. Jetzt haben wir aber noch die Anforderung, dass wir erkennen wollen, welches davon ist die Rechnungsadresse und welches davon ist die Lieferadresse. Dafür nutzen wir die Funktionalität in unserem Datenmodell, dass wir einen Kontakt mit einem Unternehmen verknüpfen können und verbinden können. Das heißt, wir sehen hier die Zuordnung zwischen Kontakt und Unternehmen mit sogenannten Zuordnungslabels beschrieben. Nun, wir haben hier bereits schon 3 Zuordnungslabels: Entscheidungsträger, Hauptkontakt und technischer Spezialist. In unserem Fall hilft uns das noch nicht weiter, weil wir wollen noch etwas mehr. Also gehen wir in die Einstellungen und werden ein neues Zuordnungslabel erstellen, und zwar Kontakt zu Unternehmen, und wollen in diesem Falle sogar 2 unterschiedliche Label dafür verwenden, weil in dem einen Fall ist es bei dem Label Rechnungsempfänger so, dass am Kontakt dran stehen soll, dass es der Rechnungsempfänger ist, und beim Unternehmen die Rechnungsstelle entsprechend dazu zu schreiben. Genau so wollen wir das im System unterbringen. Das heißt, ein Kontakt kann vielen Unternehmen zugeordnet sein, wo jeweils das Unternehmen das Label Rechnungsstelle hat. Ein Unternehmen kann viele Kontakte haben, die jeweils das Label Rechnungsempfänger haben. Nun, es kann auch so sein, dass man nicht eine N zu M Zuordnung macht, sondern eine 1 zu N Zuordnung macht, dass man es beschränkt auf einen einzelnen. Bei uns lassen wir es mal so, wie es ist. Jetzt brauchen wir noch ein zweites Label, das heißt in diesem Falle wieder 2 Labels. Beim Kontakt ist es der Lieferempfänger, oder sagen wir mal nicht nur Lieferempfänger, sondern doch, nehmen wir es mal Lieferempfänger. Und beim Unternehmen ist es dann die Lieferadresse. Auch hier ist es so, dass ein Kontakt mehreren Unternehmen zugeordnet sein können, die das Label Lieferadresse haben, und umgekehrt viele Kontakte können das Label Lieferempfänger haben. Jetzt sind wir dafür ausgerüstet, dass wir beim Hans Glück, und unsere neuen Einstellungen sind erst gültig, wenn ich diese Seite einmal neu lade, und kann jetzt bei der Stadtwerke Wedel bei Mehr das Zuordnungslabel bearbeiten und kann sagen, dass die Stadtwerke Wedel die Rechnungsstelle sein soll. Ich würde das wahrscheinlich sogar nochmal umbenennen und sagen, das ist die Rechnungsadresse, und jetzt ist es der Rechnungsstelle. Und die Kombibad Wedel allerdings, sagen wir, ist das Zuordnungslabel in diesem Falle die Lieferadresse. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich am Kontakt Hans Glück sehen, dass das eine die Rechnungsstelle ist und das andere die Lieferadresse. Jetzt runden wir unsere Demo noch ab und nennen das nicht die Rechnungsstelle, sondern in diesem Falle Unternehmen ist die Rechnungsadresse. Das ist, glaube ich, eleganter. Das klingt netter. So, jetzt speichern wir unsere Information, dass wir in der Lage sind, die Daten einfach nur neu zu laden. Beim Hans Glück laden wir jetzt neu. Jetzt sehen wir, das eine ist die Rechnungsadresse und das andere ist die Lieferadresse. Auf diese Art und Weise können wir auch ganze Listen erstellen von Kontakten, die eine Rechnungsadresse haben, von Unternehmen, die, das können wir jetzt im umgekehrten Sinne mal gucken. Bei dem Unternehmen ist es Stadtwerke Wedel, gibt es den Rechnungsempfänger Hans Glück. Und bei der Kombibad Wedel GmbH gibt es einen Lieferempfänger, den Hans Glück. Das heißt, auf der Beziehungsseite Kontakt zu Unternehmen und Unternehmen zu Kontakt können wir genau diese Zuordnungslabels auf Englisch
Association Labels, diese Zuordnungslabels dafür einsetzen, um die Beschreibung klarer zu machen. Ich wünsche viel Erfolg. Bei Fragen bin ich gerne da.